Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich einen sehr interessanten KI-Wert aus dem Small Cap-Bereich wieder vorstellen. Also bleibt dran. Danach gibt es ein kurzes Depot-Update. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, lasst uns loslegen. Das heute vorgestellte Unternehmen bietet Netzwerklösungen in Japan, Amerika, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum an und wurde 2004 gegründet. Dabei werden einige spannende Produkte angeboten, wie zum Beispiel der Thunder Application Delivery Controller, der einen erweiterten Serverlastausgleich ermöglicht, den Lightning ADC, eine cloud-native Software-as-a-Service-Plattform zur Steigerung der Bereitstellung und Sicherheit von Anwendungen von Microservices und das Thunder Carrier Grade Networking Produkt, das standardkonforme Adress- und Protokollübersetzungsdienste für Dienstleistungsserveranbieter bietet. Der mitunter interessanteste Bereich ist wahrscheinlich der Security-Bereich. Das Unternehmen setzt dabei auf KI und maschinelles Learning, um Angriffe zu blockieren, die zuvor nicht bekannt waren. Das Unternehmen hat seine eigene KI-gesteuerte Sicherheitsstrategie erweitert, um DDoS-Angriffe zu bekämpfen. KI und maschinelles Lernen sind ein zentraler Bestandteil der Defense-Strategie des Unternehmens. Dies ist ein weiterer positiver Aspekt, da es zeigt, dass das Unternehmen innovative Technologien nutzt, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Sehen wir uns nun ein paar Kennzahlen des Unternehmens an. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 990 Millionen US-Dollar bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24. Das spricht dafür, dass das Unternehmen nicht ganz billig ist, aber durchaus im Rahmen mit der derartigen Wachstumsaussicht. Und vor allem, da das Unternehmen sehr aktiv im Bereich der KI unterwegs ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt in etwa bei 3,8 und ist moderat, was auch für das Unternehmen im ersten Moment spricht. Der Fair Value wurde mit Discounted Cashflow Methode bestimmt und liegt in etwa bei 32,78 $ pro Share, also pro Stück. Und der aktuelle Preis ist mit 13,18 $ deutlich darunter, was bedeutet, dass das Unternehmen in etwa mit 60% unterbewertet ist. Betrachtet man das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis dieses Unternehmen, welches bei in etwa 27 liegt, ist das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 auch relativ gut bewertet. Wenn man das Wachstum des Unternehmens betrachtet, stellt man fest, dass das Gewinnwachstum mit etwas mehr als 15% leicht über dem Markt, aber unter der Industrie liegt. Und das, obwohl das jährliche Umsatzwachstum wesentlich niedriger als des Marktes und der Industrie ist, was darauf hindeuten kann, dass die Marge im Unternehmen wesentlich besser ist. Betrachtet man nun noch das Return on Equity der nächsten 3 Jahre, erkennt man, dass es mit 20% deutlich über der Industrie mit 9% liegt. Es ist leicht zu erkennen, dass der Gewinn und der Umsatz seit dem Jahr 2013 stetig ansteigen. Grundsätzlich ist das Unternehmen seit dem Jahr 2020 profitabel und weist auch einen positiven Cashflow auf. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit über 15% eine höhere Profitmarge als im Jahr 2022. Auch der finanzielle Zustand des Unternehmens ist relativ solide. Die Schulden sind relativ niedrig bzw. kaum vorhanden und die Verbindlichkeiten sind sowohl die langfristigen als auch die kurzfristigen deutlich unterhalb der verfügbaren Assets. Ein kleiner zusätzlicher Pluspunkt, den das Unternehmen bietet, ist eine Dividende mit in etwa 1,8%. Diese Dividende steht auch auf soliden Beinen und ist, wenn man die Deckung über den Gewinn oder den Cashflow betrachtet, mehr als ausreichend gedeckt. Was bedeutet, dass das Unternehmen nicht irgendwie tricksen muss, um die Dividende
problemlos ausbezahlen zu können. Natürlich stellt sich die Frage bei so einem Unternehmen, ob es nicht sinnvoll ist, anstelle der Dividende mehr auf Wachstum zu setzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen A10 Network durchaus Chancen gerade im Hinblick auf den KI-Boom bietet. Es ist ein Small Cap und könnte durch die aktuelle Situation von der wahrscheinlich im nächsten Jahr kommenden Small Cap Prämie profitieren. In Kombination mit dem KI-Hype eine durchaus interessante Sache. Wie sie sich entwickelt, wird sich jedoch zeigen. Und jetzt ein kleiner Einblick ins Depot. Beginnen wir mit der Neuaufnahme im Depot. Es handelt sich um A10 Network, wie gerade vorgestellt. Dabei ist in etwa eine Positionsgröße von 4% gekauft worden. Bei vielen anderen Werten im Depot blieben Sachen gleich, aber es wurden Teilverkäufe gemacht bei Palantir und Roku und zusätzlich kamen andere Werte noch hinzu, wie zum Beispiel Pan African Resources, die vorgestellte Aktie aus dem letzten Video. Falls ihr Interesse an diesem Wert habt, seht es euch gerne an. Und ein ETF auf den Emerging Markets von Xtrackers. Es ist noch kurz zu erwähnen, dass BYD ordentlichen Verkaufsdruck gehabt hat, ich dennoch an diesem Wert festhalten werde, weil ich diesen als mittelfristige Position ansehe. Die große Frage, die sich natürlich in den nächsten Monaten oder Wochen stellt, ist es, sollte man die Big Tech Aktien etwas abverkaufen und eventuell umschichten in Mid- bzw. Small Cap Werte. In der Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder eine Small Cap Prämie entsteht, die es seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Der Zuckerwert, vorgestellt vor ein paar Wochen, entwickelt sich leider nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich werde ihm dennoch etwas Zeit geben, da er momentan plus minus null schwankt. Grundsätzlich ist das Depot bis jetzt exzellent gelaufen und hat eine Entwicklung von knapp 14%. Die Gesamtentwicklung ist etwas niedriger, da nicht das gesamte Kapital des Depots investiert ist zum aktuellen Zeitpunkt. Dennoch hat sich das Depot um knapp 59.000 Euro. Von diesen 59.000 Euro wurden in etwa 7.000 Euro an Gewinnen realisiert. Und der aktuelle Depotwert ist bei etwa 426.000 Euro, was einen Spielraum von 130.000 Euro noch möglich macht. Vielen Dank an alle Personen, die bis jetzt durchgehalten haben. Bitte abonniert meinen Kanal, klickt die Glocke, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Ihr unterstützt mich damit und ich kann weiter solche Small Cap Werte oder Mid Cap Werte für euch suchen und präsentieren. Vielen Dank.